Now, before I finish, I want to get to the most important part of our gathering today. Und bevor ich jetzt den Vortrag abschließe, möchte ich noch zum wichtigsten Teil unserer gemeinsamen Versammlung hier heute Abend kommen. How could Germany help Israel, you might ask? Wie könnte Deutschland jetzt Israel helfen? The answer might surprise you. Die Antwort überrascht euch vielleicht. Simply by stop paying millions of euros to Israeli and Palestinian organizations and foundations. Einfach dadurch, dass ihr aufhört, Millionen von Euros zu zahlen an israelische und palästinensische Organisationen, die sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben haben. For some reason, the German government, the Ministry of Foreign Affairs, and especially the German Ministry of Economic Cooperation, or BMZ, are funding hundreds of radical NGOs and foundations in Israel that work tirelessly to destabilize the country. Aus irgendwelchen unergründlichen Gründen finanziert das deutsche Außenministerium und das deutsche Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit radikale Palästinensergruppen, und zwar mehrere davon, die sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben haben. These organizations are openly anti-Zionist, anti-Jewish, anti-Christian, anarchist and pro-Palestinian. Und diese Organisationen sind ganz offen antizionistisch, antichristlich, anarchistisch, und pro-palästinensisch. Some of them are even violent and cause riots in Israel. Und manche sind sogar gewalttätig und es kommt immer wieder zu Tumulten in Israel. Just last month, for example, there were riots all across Israel. The protesters blocked the main highways of Israel for several hours and threw rocks on cars and even burned police cars. Und es gab gewalttätige Ausschreitungen letzten Monat in Israel durch diese Gruppen. Die haben große Straßen blockiert für mehrere Stunden, haben Reifen verbrannt und auch mit Steinen auf Polizisten geworfen. This video is from one of the protests that happened in central Israel last month. Und dieses Video war von einem dieser Proteste, die letzten Monat in Zentralisrael stattgefunden haben. It was later published in a newspaper that the radical organization that organized these riots and demonstrations is heavily funded by Germany. Und später kam heraus und wurde publiziert, dass die Organisation, die diese Aufruhr finanziert und unterstützt, massive Geldzuwendungen aus Deutschland erhält. Could you imagine what will happen if the Israeli government would have financed organizations in Germany that would block the main highways in Berlin and burn police cars? Könntet ihr euch vorstellen, was dann passieren würde, wenn die israelische Regierung NGOs oder Organisationen in Deutschland unterstützen würde, die die Autobahnen blockieren und mit Steinen auf Autos und Polizisten werfen? It's important to explain that the NGOs that Germany is funding in Israel have nothing to do with the Israeli-German relations. Und es ist wichtig zu betonen, dass diese Nichtregierungsorganisationen, die von Deutschland unterstützt werden und so in Israel agieren, nichts mit den deutsch-israelischen Beziehungen zu tun haben. 100% of them are dealing with internal Israeli affairs. 100% dieser Organisationen mischen sich in innere israelische Angelegenheiten ein. Some of them are advocating for Israel to give away half of its land, Judea and Samaria, to its enemies. Und manche dieser Organisationen plädieren dafür, dass Israel die Hälfte seines Landes, also Judäa und Samaria, an die Palästinenser abgeben soll. Some of them are persecuting and harassing Israeli soldiers. Und manche von ihnen verfolgen und belästigen israelische Soldaten. Some of them
advocate for abolishing the Jewish identity of Israel, which is the only Jewish country on earth. Manche von ihnen propagieren, dass Israel seine jüdische Identität aufgeben sollte und Israel ist das einzige jüdische Land auf der Welt. Some of them advocate for flooding Israel with illegal immigrants. Manche propagieren auch, dass man Israel mit illegalen Einwanderern überschwemmen sollte. And some of them constantly campaigning for the replacing of the elected conservative government of Israel with a left-wing government against the will of the Israeli people. Und viele von ihnen setzen sich ständig dafür ein, dass die rechtmäßig gewählte rechtskonservative Regierung in Israel ersetzt wird durch eine ganz linke Regierung, obwohl das eigentlich nicht dem Willen des Volkes entspricht. The main common goal of all the hundreds of organizations in Israel that is funded by Germany is to bring an end to the Jewish state as we know it. Und das Hauptziel dieser Organisationen, die aus Deutschland finanziert wird, ist, ein Ende dem Staat Israel zu bereiten. Germany is also funding hundreds of NGOs in the Palestinian Authority. Over there, the situation is even worse. Und Deutschland fördert auch Hunderte von Nichtregierungsorganisationen, die in den Palästinensergebieten agieren, und dort ist die Situation noch viel schlimmer. All of these organizations are in the Palestinian Authority that Germany is funding are supporting of the BDS, the Boycott, Sanction and Divestment Movement against Israel. Und alle diese Organisationen, die von Deutschland finanziert werden, unterstützen diese BDS-Kampagne, Boykott und Abzug von Investitionen und Sanktionen gegen Israel. Just recently, last month, the Bundestag declared that the BDS is considered to be a form of anti-Semitism. Und erst im letzten Monat hat dann der Bundestag endlich beschlossen, dass BDS eine Form von Antisemitismus sei. But yet, Germany is continuing financing organizations that support BDS. Aber Deutschland fährt weiterhin damit fort, diese Organisationen zu unterstützen, die sich für BDS einsetzen. Many of the Palestinian NGOs funded by Germany are even linked to terror organizations. Und viele dieser Nichtregierungsorganisationen palästinensischer Natur, die von Deutschland unterstützt werden, unterstützen Terrororganisationen oder gehören zu Terrororganisationen. This kind of behavior between two democratic allies is unprecedented and frankly outrageous. Und dieses Verhalten zwischen eigentlich zwei demokratischen Alliierten ist einfach beispiellos und zutiefst empörend. For us in Israel, it almost feels like Germany is treating us as its colony or as a third world failed state. Und für uns in Israel fühlt sich das fast so an, als würde Deutschland uns als seine eigene Kolonie betrachten oder ein dritte Weltstaat, der es irgendwie selber nicht auf die Reihe kriegt. Instead of treating it like the important allies that it is. Statt Israel zu behandeln als einen wichtigen Verbündeten, der wir ja auch sind, Israel democracy is strong and robust and does not need any help from Germany or from the EU. Israels Demokratie ist stark und robust und braucht keinerlei Nachhilfeunterricht von Deutschland oder der EU. Germany would never dare to fund such organizations or bluntly interfere in the internal affairs of any other democracy on earth. Deutschland würde es niemals wagen, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes derart einzumischen oder solche Organisationen in einem anderen Land zu unterstützen. If the German embassy in Washington, D.C. would fund even one American NGO that operate against the American administration or against American soldiers, the ambassador would be kicked out of America the next day. Würde die deutsche Botschaft in Washington, D.C. auch nur eine Nichtregierungsorganisation in Amerika unterstützen, die so staatsfeindlich handelt, dann würde dieser deutsche Botschafter aber sofort rausfliegen aus den USA. Und zu Recht.
I mean, Germany itself would have acted the same. If the Israeli government would have funded organizations in Germany that deal with internal German affairs, such as immigrations or your relations with the EU, the Israeli ambassador in Berlin would have been kicked out of Germany. Würde Israel dasselbe tun und hier in Deutschland sich einmischen oder durch die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen sich in die Einwanderungspolitik oder andere innere Angelegenheiten einmischen, dann würde der israelische Botschafter auch aus Deutschland rausgeworfen. Now, it's important to explain that some of the radical NGOs are not funded by the German government directly. Und es ist wichtig zu betonen, dass einige dieser radikalen Nichtregierungsorganisationen nicht direkt von der deutschen Regierung finanziert werden. For example, the German government fund church aid organizations, which are, of course, always anti-Israeli and pro-Palestinians. Aber diese deutschen Fonds gehen zum Beispiel an irgendwelche Kirchenorganisationen, die per se schon pro-palästinensisch und anti-israelisch sind. They never fund pro-Israeli churches such as yours. Aber sie finanzieren niemals pro-israelische Gemeinden und Organisationen wie eure zum Beispiel. The main two anti-Israeli church organizations that are funded by the German government are Miserer and Bread to the World. Und die zwei hauptkirchlichen Organisationen, anti-israelischen, die von der deutschen Regierung finanziert werden, sind Miserior und Brot für die Welt. The most extreme foundation that operates in Israel is called the Rosa Luxemburg Foundation. Und die extremste Stiftung, die in Israel operiert, ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Which is affiliated with the far-left Marxist Die Linke Party. Und die ist in Verbindung mit der weit links stehenden marxistischen Partei Die Linke. The foundation is financing the most radical and vicious anarchist NGOs in Israel. Und diese Stiftung fördert die radikalsten und anarchistischen und extremsten Gruppierungen in Israel. The German government claims it's not responsible for Rosa Luxemburg Foundation because it is associated with the Linke Party. Und die deutsche Bundesregierung sagt, sie wäre also nicht zuständig für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wäre ja verbunden mit der linken Partei. However, it has received 55.5 million euros from the German government in 2016 alone. Aber im Jahr 2016 hat diese Stiftung 55,5 Millionen Euro von der Bundesregierung erhalten. Besides that, it's unthinkable to imagine that Germany would accept Israel to fund radical organizations in Germany through an Israeli political party. Und gleichermaßen wäre es ja unvorstellbar, dass Deutschland das akzeptieren würde, wenn Israel irgendwelche radikalen Gruppen hier in Deutschland finanzieren würde, durch eine Stiftung. The German government and parliament must seize the possibility of German political parties to fund organizations in Israel and the Palestinian Authority. Diese deutsche Bundesregierung muss das sicherstellen, dass es nicht mehr möglich ist, dass Parteien hier aus Deutschland solche radikalen Gruppen in Israel unterstützen mit Geld. Today, I'm asking you to help Israel and to help the Jewish people. Heute bitte ich euch, Israel und dem jüdischen Volk zu helfen. As community leaders, church leaders, and simply as German citizens. Als Gemeindeleiter, als Leiter von verschiedenen Vereinigungen und einfach als deutsche Staatsbürger. You have the power to make a change. Ihr habt es in eurer Hand, eine Veränderung herbeizuführen. I'm asking you to demand your local government, the federal government, and your representatives in the Bundestag to stop interfering in Israeli internal affairs. Ihr könnt eure Landesvertretung und Bundesvertretung, eure Abgeordneten eindrücklich dazu auffordern, dass man aufhört, sich in israelische innere Angelegenheiten einmischt. I am asking you to demand them to stop all fundings of NGOs in Israel and in the Palestinian Authority.
Und ich verlange, dass ihr sie auffordert, ich bitte euch, dass ihr sie auffordert, dass keine NGOs mehr, keine Nichtregierungsorganisationen in Israel und den Palästinensergebieten durch Staatsgelder unterstützt werden. These hundreds of millions of euros should be used for building schools, churches, hospitals and roads here in Germany. Diese 100 Millionen Euros von Geldern sollten genutzt werden, um hier in Deutschland Schulen und Krankenhäuser zu bauen. It should be used for helping the elderly, sick and poor in this country. Und dieses Geld sollte verwendet werden, um den älteren Menschen, den Kranken, den Arbeitslosen zu helfen. If the foreign ministry insists it has to spend the money abroad, you should demand them to spend this money on sick and starved and dying children in Africa, or on refugees in war-torn countries like Syria, Yemen and South Sudan. Wenn das deutsche Außenministerium darauf besteht, dass diese Gelder im Ausland eingesetzt werden, dann solltet ihr sie dazu auffordern, dass diese Gelder für kranke und hungernde Menschen in Afrika, im Südsudan oder anderswo verwendet werden. The core definition of foreign aid money is for this purpose and not for interference in the internal affairs of a friendly fellow democracy. Und die Hauptbestimmung von solchen Hilfsgeldern liegt halt darin, humanitäre Hilfe zu leisten und sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines alliierten Staates einzumischen.